Musik begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben, nachdem ich in einem recht musikalischen Elternhaus aufgewachsen bin. Von klassischen Instrumenten bis hin zu Singen, Chorsingen, aber auch schon Jazz, Rock, Pop in diese Richtung. Also es war irrsinnig viel eigentlich da und ich hatte bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch nicht wirklich eine Ahnung, was es dann tatsächlich werden sollte. Und mein Weg hat sich dann auch ein bisschen so entwickelt, dass ich einfach unterschiedlichste Sachen gemacht habe und die im Endeffekt dann zu dem geführt haben, was ich jetzt mache, nämlich meine eigene Musik. Und damit bin ich eigentlich sehr glücklich, weil es für mich eigentlich nichts Schöneres gibt. Ich habe es immer schon genossen, auch diese Extreme auszuschöpfen und die Möglichkeit einerseits 20 Musiker auf der Bühne zu haben und die zu dirigieren und denen einfach ganz konkrete Parts zu schreiben und auch genau zu wissen, wie das klingen soll. Das ist eins, was mich extrem interessiert und dann aber wiederum auch die komplette Reduktion auf mich im Grunde, was jetzt das Soloprojekt betrifft, auf mich und die Songs und die Musik und die Texte. I got to know so many different sides of you, and I know that some of them I'll never meet again. I had to pass through many different phases, and I know that each of them had a reason to occur. Und gleichzeitig ist da einfach auch im Kleinen wieder dieser Drang durchgekommen, Sachen ausprobieren zu wollen und zu schauen, was kann man mit Electronics machen, wie kann ich mir einen kleinen Beat basteln, der dann einfach durchläuft, wie kann ich meine Stimme auch verfremden. This is not going to be another sad song, it's my own conclusion. It is not about right or wrong. I admit it, I sometimes did it. I thought about what would have been if we had met some other time. So I say goodbye to you, my sweet confusion. You're so tangled up in sense of past solution. Mir geht es immer wieder so, dass ich Momente habe, in denen ich einfach ein sehr starkes Bedürfnis verspüre, Dinge aufzuschreiben. Für mich ist es sehr oft einfach tatsächliches Textschreiben und das ist dann einfach so ein Flow, dass ich einfach alles niederschreibe, was mir einfällt und ich im Endeffekt in meinen Notizbüchern dann manchmal aus 3 Seiten einfach einen Satz rausnehme, bei dem ich merke, okay, cool, der gibt mir jetzt was. No way out. I was falling back, feeling so good while feeling bad. I was finally conceding that it won't change if I won't change my view. If I won't change, it won't change if I won't change. If I won't change, if I won't change. Das Soloprogramm sozusagen ist für mich einfach der kleinste gemeinsame Nenner und gleichzeitig gab es im letzten Jahr auch schon Momente, wo ich wusste, okay, ich will jetzt aber einfach auch eine Band dabei haben und da habe ich glücklicherweise wunderbare Musiker um mich. In der Vollbesetzung sind wir zu 5. Manchmal spielen wir aber auch in kleinerer akustischer Variante, beispielsweise im Duo mit dem Andi Fürstner an der Gitarre. Manchmal denke ich zurück und frage mich, wie ist das Stück überhaupt entstanden? Und dann weiß ich es einfach manchmal gar nicht mehr. Teilweise habe ich auch Songs über Monate geschrieben, weil sich zum Beispiel die Situation verändert hatte. Also das war auch ganz interessant, dass ich einfach begonnen habe, über eine Situation zu schreiben und das dann wieder
weggelegt habe, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie, das passt gerade nicht. Und dann hat sich die ganze Situation verändert und ich habe dann einfach 4, 5 Monate später weitergeschrieben und dementsprechend ist der Song einfach auch in eine andere Richtung gelaufen, was ich irrsinnig schön finde, einfach auch die Möglichkeit, da so Zeitspannen abzudecken vielleicht, sowas. Pictures of the past in black and white. It's almost like I dreamt the other night. A trace of a tremor under my feet. The cobblestone pavement, the sun. Und die andere Situation, wo auch sehr oft was entsteht, ist einfach im Zuge des Improvisierens. Es hat sich einfach musikalisch für mich was Neues eröffnet, bei dem ich das Gefühl gehabt habe, da macht es einfach Sinn für mich weiterzuarbeiten und dran zu bleiben. Trace of a tremble under my feet. The cobblestone pavement, the sun in the street. A trace of a tremble under my feet. The cobblestone pavement, the sun in the street. A trace of a tremble under my feet. I can feel the tremble way down to my feet. A place to assemble our common life beat. Oh, I can feel the tremble way down to my feet. Ich mag die Vorstellung, dass ich einfach noch wahnsinnig viel ausprobieren kann. Also sozusagen auch im Kleinen und im Rahmen dieses Solo-Projektes die Möglichkeiten ausschöpfen, die ich mit meinem Instrumentarium habe. Da habe ich das Gefühl, da ist noch irrsinnig viel möglich und ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, was es ist. Aber ich will es unbedingt wissen und deswegen werde ich da einfach weitermachen müssen.